Wenn wir mit Ton arbeiten wollen, müssen wir ihn vorbereiten. Lasst mich euch zeigen, wie. Warum muss man Ton kneten? Naja, zum einen kann Luft drin eingeschlossen sein. Die stört dann beim Arbeiten und hinterlässt im Brand komische Dellen und Beulen. Zum anderen, Ton ist nicht immer homogen. Wenn ich ihn länger gelagert habe, dann ist er vielleicht an der einen Stelle härter wie an der anderen. Durch das Kneten homogenisiere ich ihn und habe wieder eine schöne, geschmeidige Masse zum Arbeiten. Kleiner Side-Fact: Keramik explodiert im Brand nicht, weil Luft drin ist, sondern nur, wenn Wasser drin ist. Luft dehnt sich im Brand auf das 1,3-fache aus, während Wasser erst zu Dampf wird und dieser Dampf kann sich dann auf das 1700-fache seines Volumens ausdehnen. Und wenn der nicht rauskommt, dann macht's Peng. Also immer gut trocknen. Beim Kneten gibt es mehrere Techniken. Am leichtesten ist der Widerkopf und der geht so. Legt die Hände seitlich an den Ton, so dass die Daumenballen oben aufliegen. Nun hebt ihr den Ton hinten ein wenig an und drückt mit der Handwurzel ungefähr in die Mitte des Tons, so dass er sich ein wenig aufrollt. Jetzt hebt ihr den Ton wieder an und setzt dabei eure Hände etwas nach. Dann drückt ihr wieder in die Mitte und so weiter und so weiter. Achtet dabei darauf, dass eure Hände an der Seite des Tons bleiben und ihr den Ton nicht zu weit ausstreicht. Ein kleiner Dreher reicht schon. Das Ganze macht ihr so 20 bis 30 Mal und wenn ihr glaubt, ihr seid fertig, noch ein bisschen. Zum Schluss müsst ihr euren Ton dann nur noch zusammenrollen und es kann losgehen. Die nächste Technik ist besonders effektiv, gerade bei größeren Stücken: das Spiralkneten. Beim Spiralkneten legen wir den Ton vor uns hin, die rechte Hand mit dem Handballen auf den Ton, die linke links daneben. Ähnlich wie beim Wiederhorn hebe ich den Ton wieder an, drücke ihn nur mit den Handballen nach unten. Hier ist der Trick: Ich drücke nicht gerade nach unten, sondern nach rechts unten. Nun drehe ich den Ton wieder gerade vor mich hin, setze meine Hände um und wiederhole das. Macht das ein paar Mal ganz bewusst und langsam. So lernt ihr das ganz schnell. Bei größeren Stücken könnt ihr den Ton auch schlagen, anstatt ihn zu kneten. Dafür nehmen wir den Ton und werfen ihn locker auf den Tisch, dass die Hälfte übersteht. Wir trennen die Hälfte ab, indem wir sie mit den Daumen abdrücken und glätten die Oberfläche mit leichten Schlägen so, dass eine konische Oberfläche entsteht. Nun drehen wir den Konus nach unten und schlagen die Masse fest auf den Hubel am Tisch. An der vorderen Kante hat sich nun ein Überstand gebildet, den wir benutzen, um den Tonklumpen anzuheben. Wir drehen ihn um 90 Grad und schlagen ihn wieder locker auf den Tisch und wiederholen das Ganze. Nun sollte der Ton homogen und luftfrei sein. Lasst uns doch in den Kommentaren wissen, wie ihr mit dem Kneten zurechtkommt. Wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks zum Thema Töpfern und Keramik wollt, abonniert doch unseren Kanal und lasst uns ein Like da. Wir sehen uns.